Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema, wenn Gold bzw. Rohstoffaktien explodieren. Disclaimer. Solis Minerals Ltd. Solis Minerals ist ein lateinamerikanisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf Batteriemetalle konzentriert. Das Unternehmen hat 22 Lithium-Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 248 Quadratkilometer im Nordosten Brasiliens erworben. Darüber hinaus erhält das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung an einem Paket äußerst aussichtsreicher IOCG, Eisenoxid, Kupfer, Gold und Porphyrie-Kupferprojekte im Südwesten Perus, im produktiven Küstenkupfergürtel des Landes, einer Quelle von fast der Hälfte der peruanischen Kupferproduktion. Das Unternehmen identifiziert und bewertet weiterhin Explorationsmöglichkeiten im Batteriemetallbereich in Südamerika. Solis receives firm commitments for 8 million Australian Dollar placement. Also sie haben 8 Millionen Dollar erhalten. Das ist eben ein Unternehmen, das hatten wir schon lange auf dem Radar und das war jetzt einige Monate vom Börsenhandel ausgesetzt und jetzt haben wir jetzt die Tage kürzlich eben den Grundfall. Es gab eine Beteiligung im Zusammenhang mit der Erwerb dieses Lithium-Projektes. Lithium ist eben gerade angesagt. Und so ist eben diese Aktie innerhalb von einem Tag sozusagen von 10 Cent auf 60 Cent gestiegen. Eine unglaubliche Performance. Wir haben sie eben damals identifiziert aufgrund dieser großen Kupfer-Gold-Projekte im Südwesten Peru und eben auch, weil sie einen ungeheuer attraktiven Chart in der Vergangenheit hatte. Sie sehen das hier, besonders das hatte mich fasziniert. 2016 ist diese Aktie auf fast 10, also 8,73 glaube ich, gestiegen und hatte dann die Gewinne im Zuge des Rückgangs wieder abgegeben. Und ich fand das sehr interessant, natürlich als äußerst Hochspekulations- Aktie als Gamble, so wie ich das nenne. Und ja, und dann kommt sozusagen diese Überraschung. Und Sie hatten ja eben auch gesehen, beim letzten Goldaktienbullmarkt ist ja eben diese Aktie auch von ungefähr 6, 7 Cent dann auf 40 Cent gestiegen, hat es wieder abgegeben. Und dann kam eben diese Überraschung mit dem Lithium-Projekt. Und ja, das ist meiner Meinung nach hoffentlich symptomatisch für die nächsten Monate, die vor uns liegen, dass es eben neben einem reinen Goldbullmarkt eben sich auch um eine Rohstoffrallye hält. Und die ziehen natürlich im Augenblick viel, viel mehr Investorenaufmerksamkeit auf sich als Gold- und Silberprojekte. Deswegen, wie gesagt, es ist auch ein Rohstoff. Bullenmarkt und es kann eben sowas passieren und das ist natürlich ein glücklicher Fall, wenn von wenigen Cent sowas passiert. Ich glaube, das ging hier sogar runter bis, wenn ich mich nicht irre, auf eine Marktkapitalisierung von 1 Million, also absolut extremes Risiko. Aber das ist im gewissen Sinne, wo ich auch glaube, dem ein oder anderen, wenn jetzt wirklich ein Rohstoff und Gold, Silber, Aktien, Bullenmarkt vor uns steht, dass irgendwo denn das auch tatsächlich den Mehrdollarbereich ist. Also die Hoffnung ist, äh, deswegen hatte ich eben auch damals selbst die Aktie gekauft, dass dann solche Aktien irgendwo zwischen 5 und 10 sich wieder mal einpendeln, wenn wir richtig an der Höhepunkt dieses Bullenmarktes sind. Natürlich kann es noch eine größere Euphorie werden, aber man sollte das schon realistischer. Ja, also das ist eben der Grund und wer eben die Zeit genutzt hat für einige Cents, zum Beispiel hier gab es was ja auch um 2020, hier nochmal konnte man für wenige Cents machen, also da war es überhaupt nicht schwer, sich da so 10.000 Stück etc. reinzulegen. Ich wollte Ihnen anhand dieses Beispiels einfach nur mal aufzeigen, was ich mir eigentlich von diesen Gold, Silber und Rohstoffaktien erhoffe. Und natürlich gibt es das nicht mit Vorhersage. Also von dem Lithium-Projekt wusste ich nichts. Ich hatte nur, wie gesagt, auf diese Werte in Peru geschaut. Aber es kann alles Mögliche passieren. Und die hat ja auch ihren Namen nochmal geändert, wie ich Ihnen auf der nächsten Seite mal zeigen werde. Das war von mir hier im
22. September 2022 gemacht, das Video. Natürlich gut in dem Fall, aber das, Sie wissen ja selbst, das ist nicht so leicht. Ist das eine Ausnahme gewesen? Da war sie eben gerade hier noch 7, 8 oder 10 Cent. Und da hatte ich eben auch eben diese mehreren peruanischen Projekte identifiziert. Ganz ursprünglich hieß die Westminster Resources und am 21. Juli 2021 wurde die umbenannt und auch da wurde dann schon diese Projekte hier in Peru erwähnt und dass es groß und interessant werde. Seitdem habe ich die ungefähr auf dem Radar, als sie noch Westminster Resources hießen. Zum ersten Mal habe ich von Westminster Resources gehört. Sie kennen vielleicht Bob Moriarty, der hat ja auch eine Webseite, werde ich verlinken, Gold 321 Gold oder so, macht auch einige Interviews, ist, sag ich mal, selbst ein alter Flugkapitän oder irgendwie so oder auch Militärbereich und Transportbereich, hat sich aber schon seit Jahren hier mit dem Rohstoffsektor auseinandergesetzt und der hatte damals eine Erwähnung von Westminster Resources gemacht. Das muss so 2020 oder auch früher gewesen sein. Und ja, seitdem hat die nicht so gut performt. Natürlich hier bei Bullenmärkten mal ausgebrochen. Dann eben dieser Anstieg Ende 2016 auf 8,70 Dollar. Und naja, und das ist eben die Hoffnung, dass es in den Bereich zurückgeht. Würde ich die jetzt aktuell kaufen? Nicht unbedingt, weil der Hebel ist natürlich raus. Und Sie wissen ja selbst, dass jetzt nach solchen euphorischen Anstiegen auch die Gewinne wieder teilweise um 50% abgegeben muss. Also es ist enorm volatil. Ich wollte Ihnen einfach nur aufzeigen, wie wir hier im Rohstoffsektor denken und warum wir diese Penny Gold und Silber Aktien kaufen. Also ich werde da nichts tun, ich lasse es einfach liegen, hoffe, dass irgendwann dieser Markt boomt und irgendwo, dass das in den Zielkorridor von 5 oder 10 Dollar geht. So ist meine Grundüberlegung dabei. Das wollte ich Ihnen einfach nur mal aufzeigen, dass es auch wirklich interessante Stories hier im Gold, Silber und Rohstoffbereich gibt. Wie gesagt, absolut keine Kaufempfehlung, einfach nur mit Demonstration eines Erfolges an der Stelle. Ja, hier nochmal eine Aktie, angehender Silberproduzent, USA, Mexiko, moderates bis hohes Risiko. Wie der Zufall es will, hatte ich, das war Ende 2018, war da auf der Edelmetallmesse in München, hatte ich den Chef, ich glaube Herrn Crowe oder so hieß der, sogar auch nochmal getroffen, hatte mich auf die Aktie aufmerksam gemacht. Und ich denke, es ist, wie gesagt, ein relativ sicheres, solides Projekt. Sie haben 80 Millionen Unzen Silber, eine ja mehr oder weniger normale Marktkapitalisierung und kann eben auch erheblich profitieren, wenn jetzt Silber Richtung 30 Dollar und dann 42 Dollar ansteigt, wo wir ja glauben, dass denn diese Art von Gold- und Silberaktien irgendwie ein Zenit erreicht haben und vielleicht einen Verkaufspunkt. Ja, also wie gesagt, die liegen, operieren eben in den USA, hier in Nevada. Die zwei Produktionsstätten, das eins ist Candelaria-Mine, war einer der hochgradigsten Silberproduzenten Nevada mit einem Durchschnittswert von 1250 Gramm pro Tonne aus historischem Bergbau. Die historischen gemessenen und angezeigten Ressourcen der Lagerstätte Mount Diablo belaufen sich auf geschätzte 44 Millionen Unzen bei durchschnittlich 111 Gramm pro Tonne. Historisch abgeleitete Ressourcen belaufen sich auf ca. 32 Millionen. Insgesamt haben sie eben 64 Millionen Unzen Silber und abgeleitet 36 Millionen, also 80 Millionen ungefähr. Ja, meiner Meinung nach interessantes Unternehmen. Sie sehen auch, wie sie beim letzten Goldboom performt hat. Hier von irgendwo 13 Cent, hier auf fast 1 Dollar gestiegen. Hat sein Tief jetzt hier im Februar gehabt, ist jetzt mit der jetzigen Korrektur gar nicht so weiter runtergekommen, ist ein Indiz dafür, dass es, sobald es Gold und Silber auch weiter besser geht und steigt, diese Aktie dann schnell auch ihr altes Hoch erreicht hat und hoffentlich in den Dollarbereich oder mehr gehen. Ja, wie gesagt, interessante Aktie, wie auch in dem Fall keine Kaufempfehlung. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Warum sagen wir das? Weil die Chartformation Ähnlichkeiten aufweisen mit den 1970er Jahren. Damals ist auch Gold von 35 Dollar auf 200 gestiegen, hat dann korrigiert auf 1000, hat sich wieder rangearbeitet auf 1000. Dann gab es nochmal diesen hier gekennzeichneten Rücksetzer, das war dann 1978. Da sollten die Leute nochmal abhalten, in den Gold-, Silber- und Goldaktienmarkt zu gehen. Aber die sehen ja, wer sich nicht abgehalten hat lassen, konnte eben an der Vervierfachung des Goldpreises partizipieren.
Sehr interessant, allein schon in Gold die Performance. Silber ist ja damals auch auf 50 gestiegen. Aber das wirklich Interessante waren eben diese Penny Stocks, wie Sie sehen, dass die sind damals von 5 Cent auf $19 gestiegen, 10 Cent 36, 20 Cent 40. Also aus $1.000 konnte man relativ easy 100.000, 200.000 oder sogar 300.000, wie auch immer machen. Und wie gesagt, und diese Spitzenwerte gibt es ja auch. Ab und zu vertausendfacht sich auch eine Mine, aber die natürlich zu finden, ist ohne Frage als Suchen nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Aber es gibt offensichtlich mehrere Stecknadeln da und die sind auch häufiger zu finden und auf die müssen wir versuchen zu identifizieren. Ja, also welche Ereignisse liegen vor uns? Wir denken, es gibt jetzt einen moderaten Anstieg auf Gold 2400, Silber in der Spitze 42. Und das sollte dazu reichen, eine Gold- und Silberaktienrallye auszulösen. Also für Gold- und Silberbucks ist das nicht so interessant, aber für Minen ist das alles, weil sie so extrem unterbewertet sind, völlig zerstört am Boden, so wie hier jetzt in dem Beispiel. Damals, das waren dann Kupfer, Gold, Silber, Projektgenerator aus Kalifornien war damals völlig zerstört. 2 Cent ist dann von 2 Cent auf 36 gestiegen. Und auf ähnliche Effekte hoffen wir dann auch. So wie Sie es auch in dem Beispiel Solis gesehen haben, die war ja eigentlich auch 3, 4 Cent war das niedrigste. Ist genau dasselbe. Ist genau dasselbe. Und ja, und stellen Sie sich vor, was da passiert, auch mit diesen anderen Aktien, die, wenn jetzt Silber auf $42 steigt, damals ist Silber hier 2010 von $17 auf 50 innerhalb von 8 Monaten gestiegen und irgendwie so eine Art Bullenmarkt, glauben wir, steht vor uns. Und Silber ist ja da eigentlich der Hauptindikator oder der Haupttreibstoff für die Gold- und Silberaktienrallye nach unserem Beobachten, gar nicht so sehr Gold. Das hängt eben da zusammen, dass eben diese Silbernteile mit einmal schnell überhaupt in den Unternehmen bewertet werden und dadurch riesiges Kapital zufließt. Und das kann eben diese Penny Stocks hoffentlich in den Dollarbereich bringen. Und das sind eben die ganz großen Gewinne. Ja, immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Goldaktien im Verhältnis zu Gold sind 1996 in einem Bärenmarkt. Und alle Goldaktien-Rallye, von denen wir so sprechen, 2000, 2004, 2010, 2011 und auch 2016 und so weiter, sind Bärenmarkt-Rallyes. Erst jetzt hat jetzt im Grunde genommen Goldaktien gegenüber Gold die Konsolidierung gefunden. Die Statisten meinen, dass das eruptionsartig beendet wird. Und das ist natürlich dann äh, das gibt der Möglichkeit einer absoluten Jahrhundert-Gold-Aktien-Rallye ähm, Nahrung sozusagen, dass die bevorsteht. Weiterhin sind diese sogenannten Union-Explorationsaktien im Verhältnis zu Gold erweisen einen Bewertungsgap auf und auch hier sehen Sie, dass sie sich schnell schließen können. Und auch das führt mit einer ungeheuren Zunahme der Bewertung von Gold- und Silberaktien, gerade Penny Stocks, zusammen. Diese Phase und die könnte auch unmittelbar bevorstehen. Also mindestens 2 Argumente für Penny Gold und Silberaktien. Natürlich Top Penny Gold und Silberaktien ist ganz klar. Ja, wie hätte man den 1970er Bullenmarkt optimal gespielt? Man hätte eigentlich 2 Transaktionen machen müssen. Man müsste eigentlich die von mir beschriebenen Goldaktien etc., Sie haben die Performance gesehen, von wenigen Cents auf viele, viele Dollars, hätte man streuen müssen, verkaufen müssen, nachkursen, genau das, was wir hier eigentlich trading. Und da nicht aufgeben, sich nicht rausschütteln lassen. Das haben Sie gesehen mit dem Rückschlag. Irgendwann wird sie kommen. Sie steht vor uns, also die Goldrallye 2400. Es ist nicht, hohe Zahlen sind nicht benötigt oder auch eben Silber jetzt 42, wie gesagt haben. Das führt sehr wahrscheinlich zu einer Gold- und Silberaktien-Rallye. Und damals wäre es eben richtig gewesen, wenn die Euphorie da oder Angst, das ist ja keine positive Zeit, wenn die Währung abschmiert und Gold steigt. Viele Leute verlieren und das wird eben aus Angst vor Währungserhalt wird damit einmal zugegriffen und wenn die Masse zugreift, dann erhöhen sich halt die Preise und das führt dann zu diesen Rallyes und wenn man das dann eben dieser Angst-Euphorie sozusagen dann verkauft hätte, Ende 1979, 1980, hätte man diese Gewinne eigentlich nehmen müssen, weil dann war im Prinzip der Inflationsexzess sozusagen vorbei und hätte eigentlich in klassische Werte wie Top-Fonds, Top-Aktien, meinetwegen auch Immobilien. Also von 1980 an war ja auch
in den USA sozusagen oder überhaupt in der westlichen Welt oder überhaupt weltweit von 1980 bis zum Jahr 2000 hatten wir ja auch einen Immobilienboom. Also das hätte auch funktioniert. Und man muss also im Prinzip diese beiden Ereignisse hätte man verbinden müssen. Hier maximaler Inflationsgewinner mit Goldaktien, Gold und mehr Gold und Silber. Das multiplizieren dann wieder mit klassischer Wirtschaft, die natürlich dann auch besonders günstig ist im Verhältnis so. Weil das ganze Anlegerpack, sage ich mal sozusagen, war 1980 dann im Gold- und Silbersektor. 26% der weltweiten Anleger waren Gold und Silber. Die Zahl muss ich nochmal verifizieren, aber die habe ich mal gehört. 26%. Aktuell sind nur 0,5% im Gold- und Silbersektor. Alle anderen sind noch in diesen ja, anderen Werten sozusagen. Erst wenn sich das umgedreht haben, erst wenn wir, wie gesagt, solche Werte haben, lohnt es sich wieder in klassische Investments sozusagen zu gehen. Und wenn man das verkettet, hätte man aus $50, die man irgendwo 1976, 75 investiert hätte, hätte man bis 1999 eine Million investieren können. Und das ist, wie gesagt, eine Beobachtung der Vergangenheit, aber man kann gewisse Rückschlüsse ziehen, wie man es jetzt vielleicht in der Zukunft machen kann. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, da meinen wir, wie Goldaktien werden irgendwann wertvoll. Das Finanzsystem ist leider instabil. Bankenkrisen, wir wissen nicht, wie diese damit umgehen, je schwieriger das wird. Auch können natürlich, gerade auch wenn der Dollar, die USA ihre Autorität verlieren, ist es wahrscheinlich, denken Sie an die BRICS-Diskussion, das sind ja im Wesentlichen Rohstoffdaten, dass sie sich auch irgendwann bedienen an den, sage ich mal, ihren eigenen Ressourcen und die Anleger vielleicht enteignen, besteuern oder sonst was. Also da droht auch Gefahr. Im Augenblick wird es noch positiv gesehen, weil es eben Arbeitsplätze, wirtschaftliche Aktivität schafft. Und ja, also wir werden also jedenfalls, je höher Goldaktien sind, desto höher sind die Risiken in allen Bereichen. Das ist im Prinzip ein Kriseninstrument. Das heißt, das würde ja sagen, im Augenblick ist die Krise nicht besonders hoch, was man zwar auch nicht sagen kann, aber offensichtlich ist sie nicht so akut. Das kann man vielleicht sagen. Ja, und dann, wenn dann die Maximalwerte erreicht ist, ich hatte schon angekündigt, konnte man hier, Mike Maloney hat es ja mal ausgearbeitet, eine Spitze 1980, wo man für eine Unze Gold ein Dow kriegen konnte, konnte man auch für 500 Unzen Silber ein Haus kriegen. 500 Unzen Silber, 13.000 Euro oder so irgendwie. Ja, das könnte sich wiederholen und meiner Meinung nach, das sind günstige ähm, Zeiten für den Kauf von Immobilien oder einfach produktiven Assets. Ja, Fazit, die Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen ist King sozusagen. Jetzt Goldaktienrallye an dieser Dynamik mit teilnehmen, dadurch mehr Gold und Silber kaufen, das dann reinvestieren, wenn die Maximalwerte erreicht sind. Und Sie können langfristig aus jeden $200, so wie es hier schematisch dargestellt, eine Million machen. Zumindest, klar, ist eine große Unsicherheit. Ich nenne das Ereigniskette. Ob man die richtige Ereigniskette ist, ist fraglich. Aber man kann ja sehr, sehr viele, es fordert nicht so einen hohen Einsatz, sehr, sehr viele Ereignisketten aufsetzen und vielleicht die eine oder andere trifft diese gewünschte Zielsumme. Gut, das ist so der Gedanke, der mir Spaß macht. Das kann man sicherlich anders sehen. Aber Sie haben ja gesehen, mit diesem Vorgehen hätte es eben in den 1970er Jahren mehr oder weniger geklappt. Natürlich ist die Situation anders. Natürlich muss man eben diese Goldaktiengewinne mehr vermutlich in physische Ware sichern oder andere Sachwerte, weil es vielleicht nicht mehr stabil gehalten werden das kann. Aber das ist ein nicht stabiles System. Der Vorteil davon ist noch niedrige Preise. Das heißt, Sie kriegen Ihr Haus noch günstiger als 1980, diese benannten 500 Unzen, und Sie kriegen den Dow, Sie kriegen für eine Unze vielleicht 2 oder 4 Dows. Das heißt das einfach. Also man muss im Prinzip in den Negativen versuchen, die positive Nachricht für sich rauszufiltern. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, berechnen Potenzialfaktor. Also, da fließt eben Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl der Unzen ein. Exit-Strategie ist auch mit bei.
Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft und Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Sie brauchen keine Mindestinvestition, eine Überweisung schon zur Zollfreilage in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch wiederum der Verkauf. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat und vielleicht auch ein Like zu geben, was dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Immer besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.